Hallo meine Lieben, ich möchte euch recht herzlich begrüßen auf meinem Kanal, in meinem kleinen Backstübchen meiner Küche. Mein Name ist Christina und ich werde euch hier zeigen, wie ich meine Gebäcke herstelle. Sei es Kekse, Cookies, Kuchen, Torten, was es halt so gibt, die Bank durch. Wenn ihr mögt, was ich euch zeige, lasst mir gerne ein Like da, habt ihr Kommentare, Anregungen, bitte unter das Video und ansonsten sage ich immer, let's do it. Wir können beginnen. Wir fangen mit etwas ganz Leichtem an, nämlich mit ein paar Plätzchen. Es sind Plätzchen, meine Oma sagte immer Sandkekse dazu. Ob es da einen anderen Namen für gibt, das weiß ich nicht. Für mich sind es immer noch Sandkekse. Sie sind sehr lecker und sie sind auch sehr schnell gemacht. Jeder kann es machen, auch Anfänger. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Also, lasst uns beginnen. Hier haben wir unsere Zutaten für unsere Sandkekse. Ein Ei, 70 Gramm weißen Zucker, 10 Gramm Vanillezucker, 50 Gramm Öl, 150 Gramm Mehl und 60 Gramm weißen und braunen Zucker gemischt. So, wir nehmen das Ei, den Zucker, den Vanillezucker und das Öl. Das werden wir jetzt mit einem Schneebesen verrühren. So. Wenn ihr es dann gut verrührt habt, legt ihr den Schneebesen an die Seite. So, das Mehl. Dann nehmt ihr einen Handmixer mit Knethaken. Kann ich nur empfehlen, weil die Rührbesen, ihr werdet es gleich selber sehen, der Teig ist sehr klebrig. So, der Teig ist jetzt fertig. Wir lassen ihn jetzt 2-3 Minuten ruhen und dann wird er weiterverarbeitet. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Kleine Kügelchenform. Als kleinen Tipp, immer die Fingerspitzen nehmen, wenn ihr diesen klebrigen Teig habt. Die brauchen nicht so akkurat sein. Jetzt seht ihr, was ich mit dem Zucker mache. Einfach aufs Backblech setzen. Könnt ihr auch ein bisschen größer machen. Ihr müsst die Größe gebt ihr vor. Ob größere oder kleinere Kugeln, das bleibt euch überlassen. Bisschen Platz lassen auf dem Blech. So, da haben wir unsere schönen Kekse. Ich bearbeite sie jetzt noch, dass sie ein kleines Muster bekommen. Jetzt fragt mich nicht, was ich hier für ein Gerät habe. Das habe ich einfach aus meiner Schublade. Das ist, glaube ich, für Butter. Um Butterröllchen zu machen und ne, dann bekommt ihr ein kleines Muster. Ihr könnt auch irgendetwas anderes nehmen. Ihr könnt die auch ohne Muster, was weiß ich, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ihr könnt auch einfach mit dem Finger ein paar Kohlen reinstupsen. Aber ich mache das eigentlich immer so. So, ihr seht, ich habe 15 Stück. Das war unser Hund.
So, sind sie fertig. Sieht doch jetzt schon ganz gut aus. Diese Kekse packt ihr jetzt für 12 bis 15 Minuten bei 170 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen und dann lasst es euch schmecken. So, meine Lieben, die Plätzchen sind fertig. Sehen auch sehr gut aus. Bitteschön. Ich breche mal eben einen auf. Sehen sehr schön aus von innen. Ich wünsche euch jetzt beim Nachbacken viel Spaß, gutes Gelingen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!